Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In dem heutigen Video, wie ihr schon am Titel erkennen konntet, wird es wieder eine Filmvorstellung und diesmal habe ich mich wirklich krass drauf vorbereitet. Habe ich bis jetzt auch noch nie bei irgendeiner Filmvorstellung gemacht, aber da würde ich wirklich alles richtig haben, weil ich den Film oder die Filme mega nice finde. Und zwar geht es um Rurouni Kenshin, The Beginning. Gerade noch vorweg, das habe ich heute erst rausgefunden. Und zwar, es gibt zwei Teile, und zwar The Final und The Beginning. Und The Final ist der erste Teil. The Beginning ist der zweite Teil, denn in dem Teil The Beginning wird man halt ganz an den Anfang geholt. Ne? Und habe ich auch nicht gewusst. Ich habe es dann falsch geguckt, weil ich habe halt The Beginning als erstes geschaut und bin halt jetzt gerade erst also bei The Final. Also, wenn ihr es richtig gucken wollt, guckt ihr zuerst The Final und dann The Beginning. Aber das ist man ja irgendwie auch von so japanischen Serien oder Filmen oder was weiß ich was überall. Aber ja gut, auch jetzt bei amerikanischem Raum. Ich denke jetzt da gerade auch an Star Wars, wo halt dann Dinge, ne, nach 10 Jahren gedreht wurden, aber eigentlich vor dem stattfinden, was vor 10 Jahren gedreht wurde. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb wundert es mich dann doch nicht, aber ich finde es halt blöd, dass ich dann doch leider falsch geguckt habe. Aber egal, ich werde euch jetzt einfach The Beginning einfach erzählen, was da abgeht. Und ne, Achtung, meine Spoilerwarnung halt geht hier jetzt raus, denn ich werde eigentlich den kompletten Film erzählen, denn ansonsten macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe gedacht, ich könnte so ein bisschen so anekdotenmäßig was erzählen, aber nee, da muss wirklich alles rein, damit ihr einfach auch das komplette Feeling halt auch einfach bekommt. Und das werde ich ab sofort nur noch so machen, denn ich hau ja immer eine Spoilerwarnung raus. Wenn euch das dann irgendwie so schon irgendwie reizt nach den ersten paar Sätzen, schaut es euch dann sofort sehr gerne an und kommt dann wieder. Wisst ihr, was ich meine? Aber ansonsten lauft ihr halt einfach Gefahr, dass ihr halt wirklich komplett gespoilert werdet. Aber ich persönlich finde halt einfach eine Erzählung von einem Film oder einer Serie, auch wenn sie so ausführlich ist, wie es nur geht, sage ich jetzt mal, ersetzt immer noch nicht das, dass man, ne, wenn man den Film selbst schaut oder die Serie selbst guckt. Ne? Deshalb finde ich das wirklich blöd. Klar, es ist blöd, wenn man so krasse Dinge gespoilert bekommt, beziehungsweise einfach gesagt bekommt und es einfach schon weiß. Aber trotzdem ist es wieder ein komplett anderes Feeling, den Film selbst zu gucken, dann von dem Film die Emotionen mitzubekommen, als wenn man es einfach hier so gesagt bekommt, so stumpf. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb, ich empfehle euch, auch wenn ihr irgendwo eine andere Filmempfehlung seht und da eine Spoilerwarnung und so. Okay, bei manchen Dingen wird halt wirklich auch Filmausschnitte gezeigt. Das bekommt ihr bei mir auf keinen Fall. Ich werde einfach wirklich nur erzählen. Und deshalb finde ich, wenn ihr das halt guckt, dann ist es halt eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ihr dann den Film oder Serie dann für euch selbst schaut, denn da kann man ja auch noch einige Dinge für sich selbst noch mehr rausziehen, als wie ich jetzt erzählen kann. Ne? Von daher, meine Empfehlung, guckt das Video, schaut euch den Film an und zieht euer Fazit selbst. Ne? Deshalb, okay. Also ich fange mal an. Also die Filme, also The Beginning und okay, ich sag's direkt richtig. The Final und The Beginning gibt es auf Netflix, beide. Das Erscheinungsdatum von The Beginning war am 4. Juni 2020, also dieses Jahr, in Japan. Keine Ahnung, wann das irgendwie wo, ne? Aber ich denke, wenn es auf Netflix gestellt wurde, könnte es vielleicht halt auch so von der Zeit her so das gleiche gewesen sein, so in Deutschland und überall auf der Welt. Keine Ahnung. Der Director von dem Ganzen ist Keiichi Otomo. Der Produzent oder die Produzentin sind Hiroyoshi Koiwai und Satoshi Fukushima. Okay. Ne, das sind die Produzenten. Adaptiert wurde es von Rurouni Kenshin, dem Manga. Ja, es gibt da einen Manga zu. Soweit ich mitbekommen habe, gibt es auch eine Anime-Serie dazu, die, glaube ich, eventuell 3 Staffeln hatte.
und nach 95 Episoden aufgehört hat. So habe ich ein bisschen was mitbekommen. Aber ich bin ja persönlich ja eh ein großer Fan von Realverfilmungen. Okay, es gibt auch Dinge, Animes, wo ich dann mir auch denke, nee, du, das braucht man jetzt nicht. Aber ist halt so, es kommt halt auch einfach auf den Geschmack an, ne? Und der Zufall ich sag mal, ich krieg die Zunge nicht rund. Von Rurouni Kenshin bin ich halt wirklich ein Fan von der Realverfilmung. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich ein Anime geguckt hätte, aber Realverfilmung finde ich halt irgendwie immer cooler und besser. Und soweit ich halt verstanden habe, basiert das Ganze auf einer wahren Begebenheit. Und zwar habe ich rausgefunden, klar, dann der Manga, das ist das erste, was rauskam irgendwo, ne? Bücher kommen ja meist dann auch zuerst raus und so Sachen. Und ja, da habe ich herausgefunden, der Manga basiert auf Himura Kenshin, einem Assassinen, der sich geschworen hat, nicht mehr zu töten, 10 Jahre nach der Meiji-Revolution. Habe ich rausgefunden, ne? Und finde ich halt krass, dass man halt auch all das wieder findet im Film. Ich meine, klar, wenn das Ganze ne, vom Manga herkommt oder ein Anime oder was weiß ich was, wäre es ja blöd, alles zu ändern. Deshalb finde ich es richtig cool, dass das doch dann ein Stück Geschichte, japanischer Geschichte ist. Und das finde ich ja wirklich nice. Kenshin wurde Teil eines Clans namens Choshu. Und da arbeitete er für einen Anführer namens Katsura Kokoro. Genau. Und der hat halt dann den Auftrag gegeben und eines Tages gab es einen Auftrag, dass er Wachen von Kyoto, von dem Ort, wo die wohnen da, sollte er killen. So, ne? Hat er hinbekommen. Und eine einzige Wache wollte nicht sterben. Ne? Also die hat sich immer wieder, also egal wie viele Schläge und Schwerthiebe und was weiß ich, was der alles abbekommen hat, er ist nicht gestorben. Er ist immer und immer und immer wieder aufgestanden. Kenshin hat halt dann auch nicht locker gelassen. Und dann irgendwann kam es dann zu einer Kampfsituation, wo Kenshin auf seiner linken Wange eine Schramme abbekommen hat von einem Dolch von der Wache. Und was ich da noch weiß, ist, da ist er weggekrabbelt. Die Wache ist auf dem Boden weggekrabbelt. Wo ich gedacht habe, ich habe den Film zweimal gesehen. Einmal japanisch original, wo ich nichts verstanden habe, und dann Deutsch. Und wo ich mir auch schon gedacht habe, der krabbelt einfach in Richtung Wand. Ich habe wenigstens gedacht, da ist irgendwie so ein Weiher, so eine Pfütze oder irgendwas, wo er halt hinkrabbeln möchte, dass er irgendwie verschwindet. Nee, da war eine Mauer und da ist er irgendwie hingekrabbelt und hat einfach nur noch gesagt, meine Verlobte, ich muss doch meine Verlobte beschützen. Ja, das war dann auch das Letzte, was er gesagt hat. Ja, okay. Dann mache ich einen Sprung. Dann geht Kenshin in ein Lokal, will irgendwas essen und dann sitzt sich eine Frau auf dem gegenüberliegenden Platz und wird dann von irgendwelchen Mitgliedern von der Revolution blöd angemacht. Und Kenshin schreitet halt dazwischen und sagt so, yo, ey, ne, lass das, dies, das und schickt die halt so weg. Und dann später, als er dann fertig war und dann auch selbst gehen wollte, haben die Mitglieder von der Revolution haben halt dann aufgelauert und er hat sich halt dann gewehrt und hat den halt dann umgebracht. Als dann der Gegner gefallen ist, sieht man einfach, wie die Frau heißt Tomoe und sieht man einfach, wie die halt hinter dem stand und halt dann leicht, wie soll ich denn das jetzt sagen, halt mit Blut bespritzt wurde, ne? Sah auch sehr krass aus. Also wo ich mir auch die Japaner, die nehmen ja vor gar nichts Rücksicht. Also die sind ja eh schon. Wenn ihr Animes guckt und das und auch Mangas lest, bekommt ihr halt einfach mit, dass die Japaner halt wirklich überhaupt gar keine Grenzen irgendwie wo haben. Ne? Also die zeigen alles. Fand ich krass, aber halt irgendwie, ne, ich meine, wenn es im echten Leben, sage ich jetzt mal, wirklich in Japan 1800 noch was, wann hat das angefangen? 1864, oder irgendwo steht's, ne, wenn das einem selbst passiert, dann wird das ja auch nicht verschönigt, ne? Dann wird ja auch nichts irgendwie verschleiert oder irgendwie so geschnitten, dass man das nicht sieht. Von daher fand ich das auch schon ganz cool irgendwie. Genau. So, dann ist das passiert und dann nimmt Kenshin Tomoe mit zu seinem Unterschlupf von dem Shouju-Clan.
Ja, und hilft ihr halt dann, ne, sie sauber machen, all dies, das und gibt ihr halt eine Unterkunft. Und einen Tag später entscheidet sie sich halt dafür, dort zu arbeiten, zu kellnern und so Sache, ne, weil sie halt ihm dankbar ist. Dazu kommen wir später noch, wo sich jetzt so die ganzen Punkte auch für mich jetzt dann nochmal genauer verbinden, wo ich mir denke, okay. Dann kam es 1864 zu einem Zwischenfall, der auch Ikedaya-Zwischenfall heißt. Dort sind Samurai, also irgendwelche Samurai sind auf die Bafuku Spezialeinheit der Polizei getroffen. Da haben die sich gegeneinander bekämpft, dies, das. Und Kenshin ist auch da zu Hilfe geeilt und hat dann auch noch seinen eigenen Anführer Katsura gerettet. Und nachdem ist Kenshin von dem Anführer angesprochen worden, dass er sich doch irgendwie einen Unterschlupf suchen sollte, dass es einen Ort namens Otsu gibt, da ist so ein kleines Dörfchen und da soll doch Kenshin mit Tomoe hinziehen und eine Scheinehe führen, aber Tomoe und Kenshin haben sich darauf geeinigt, dass sie wirklich, also in echt, zusammenziehen möchten, also dass das nicht irgendwie nur so zum Schauspiel ist, sondern wirklich echt. Und dort hat dann Kenshin hat dann gelernt, wie man halt gärtnert und all so Sachen. Und richtig schön. Eines Tages kommt dann der Bruder Enishi von Tomoe vorbei und dann kriegt man als Zuschauer mit, dass beide, also der Bruder Enishi und Tomoe, Spione sind. Die arbeiten für wen arbeiten die denn nochmal? Die arbeiten für Yaminobo. An dem Abend, als der Bruder, glaube ich, vorbeigekommen ist, entscheidet sich Tomoe dafür, dass sie Kenshin reinen Wein einschenkt. Und da erzählt sie ihm, dass sie verlobt war, dass sie, ich glaube, einen Tag später oder so geheiratet hätte. Und dreimal dürfte raten, wer der Verlobte war. Ganz genau. Das war der Mann, den Kenshin am Anfang bei den Wachen umgebracht hat. Das war der Mann, der überhaupt gar nicht sterben wollte. Das war der Mann, der Kenshin die Narbe an der linken Backe zugefügt hat und der dann am Ende gesagt hat, ich muss doch meine Verlobte retten oder meine Verlobte beschützen. So, genau der ist das, war das. Und das sagt sie ihm und sie sagt ihm auch, dass sie eine Spionin ist. Also sie schenkt ihm komplett reinen Wein ein. Und obwohl Kenshin das dann weiß, bleibt er halt auch bei ihr. Und genau, das finde ich ja auch schon mal ein krasses Stück. Dann am nächsten Tag möchte sich Tomoe mit dem Anführer treffen, um wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Denn also der Anführer hat halt gesagt, sie soll den Schwachpunkt von Kenshin finden und dann halt ihm halt dann sagen, dass sie den halt umbringen können. Denn vorher hieß er ja Botasai und er war ein Assassine und da wurde er halt gejagt und genau, die wollten den halt tot sehen. Das wollten die halt dann machen, aber Tomoe wollte das dann gar nicht mehr so. Aber der Anführer war halt dann nicht so auf der Seite und Tomoe hat auch leider zu spät erkannt, dass sie halt einfach als Schachfigur benutzt wurde, denn sie ist die Schwäche von Kenshin geworden. Ist halt dann blöd, ne? Und obwohl Kenshin halt rausgefunden hat, dass Tomoe eine Spionin ist, ging er trotzdem noch zu Yaminobo, um sie zu retten. Finde ich ja auch ganz cool, ne? Also, das ist krass. Genau, er musste sich halt dann da auch durch so Gegner kämpfen und dies, das. Und was ich halt richtig krass fand, ist, da ist jetzt zum Beispiel ein Gegner, gegen den kämpft er die ganze Zeit, dies, das. Und da hüpft er da so ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Da ist so eine kleine Schlucht und Bäume rechts, links und die Wurzeln von den Bäumen haben halt sich durch diese Schlucht so gedingst, auf der einen Seite rein, dann wieder raus, ne? Und da ist halt so drunter durch und dies, das und da sind dann irgendwann Explosionen losgegangen. Die eine Explosion hat ihn taub gemacht, also für einen Moment lang, ist nicht für immer, nur für einen Moment lang taub gemacht. Und dann die zweite Explosion am Ende des zweiten Kampfes hat ihn halt blind gemacht. Er hat nichts mehr gehört und auch nichts mehr gesehen zu dem Zeitpunkt, als er auf den Boss getroffen ist. Und zwar halt der Yaminobo. Ja, er hat halt nichts gesehen, nichts gehört und
ja, dann, also er hat halt sein Schwert halt so gehalten und bevor der Gegner angreifen konnte, ist halt Tomoe dazwischen gesprungen, hat halt den Gegner so weggedrückt und in dem Moment schlägt Kenshin mit dem Schwert zu, trifft sie fatal am Rücken und halt auch den Gegner. Und er bleibt dann erstmal da stehen und denkt so, fuck. Oder halt, ne, er denkt gar nicht, glaube ich. Er hat halt gemerkt, er hat irgendwen getroffen, er sieht ja nichts. Er hat nichts gesehen, nichts gehört. Im Hintergrund, hinter irgendeinem Baum, sieht man, dass der Bruder steht und sieht, wie Kenshin seine Schwester umbringt. Das ist auch scheiße. Aber er wollte das halt gar nicht, weil er nichts gesehen hat. Er hat ja nicht gesehen, dass sie davor steht. Ich glaube, hätte er das gesehen, hätte er gar nichts gemacht. Hätte er gar nicht zugeschlagen oder so. Ne? Aber dann irgendwann öffnet er irgendwie die Augen, irgendwie kriegt er die auf und sieht dann, dass sie da liegt. Ist halt dann ultra traurig. Klar, hallo, ne? Ja, dann sieht man halt, wie dann Tomoe auch einen Dolch nimmt und dann so ein Kreuz. Also die eine Narbe geht so und sie fügt dann ihm noch so eine Narbe hinzu, dass halt da so ein Kreuz auf dem Backen ist, auf der Wange. Und ja, das ist halt auch krass. Und sie entschuldigt sich halt auch dafür, dass sie ihm halt Schmerz zugefügt hat und dies, das und stirbt halt dann. Ist halt auch krass. Aber dann, kurz danach, besucht halt dann Katsura, also der Anführer, Kenshin in der Hütte, im Dörfchen da und sagt halt, dass die Leute, weil dieser Typ sind halt hinter dem Izuka her und da ist halt jemand hinter ihm her, der genauso gut ist wie Kenshin, aber Katsura bittet auch Kenshin darum, dass er in der letzten Schlacht sozusagen noch neben ihm steht. Denn Kenshin hat auch gesagt, er macht das dann noch, denn ansonsten wäre das alles, die ganzen Kills, sage ich jetzt mal, die er gemacht hat, wären dann umsonst gewesen, wenn nicht diese neue Zeit erreicht wird, dadurch, dass halt der Kampf gemacht wird. Und er hat sich dann auch geschworen und hat halt auch gesagt, wenn die neue Zeit eingetreten ist, wo dann keine Kämpfe mehr sind und dies, das, und dann hört er auch auf zu kämpfen. Und der Film hört damit auf. Dann findet Kenshin, also die Tomoe liegt halt so in dem Bett da im Haus, ne? Wie es ja manchmal auch normal so ist, dass die Leute dann so im Bett liegen. Und da liegt halt ein Tagebuch, wo halt Tomoe drin geschrieben hat, dass sie sich halt sie hat halt über den Hass geschrieben, dass ihr Verlobter getötet wurde und dann hat sie halt dann drüber geschrieben, wie sie sich Stück für Stück halt in Kenshin halt verliebt hat, also ne, von dem, also dass sie sich halt, wie soll ich denn das sagen, ja, dass sie halt sich in den Mörder ihres Verlobten halt verliebt hat, das ist auch okay, krass. Ja, das findet er dann auch raus und dann sieht man halt, wie er das Haus anzündet, ne, halt alles verbrannt, ist das. Auch mit ihr halt dann drin. Der Film endet dann mit dem Kampf von Toba Fushimi 1868. Und dann sieht man also der Joju-Clan, der besiegt die Rivalen und dies, das. Und dann sieht man, dass Kenshin zu einem letzten Schwertkampf herausgefordert wurde, aber er rammt einfach das Schwert in den Boden, dreht sich um und geht. Und dann heißt es, also der Erzähler oder halt der Text, der eingeblendet wird, heißt es, dass Kenshin 10 Jahre lang nicht gesehen wurde. Der ist einfach für 10 Jahre lang verschwunden, hat sich 10 Jahre lang auf eine ungewisse Reise begeben und während der Zeit ist Japan dann in diese Meiji-Ära gelangt. So, und dann, genau. Und wahrscheinlich knüpft halt dann dieser Film The Final halt da irgendwie an. Also es ist halt irgendwie so ein Kreis. Im Grunde denke ich mir, kann man auch The Beginning zuerst schauen und dann The Final, weil für mich ist es halt so, wenn ich The Beginning gucke und dann am Ende sehe, okay, der geht weg und dies, das und der findet sich jetzt irgendwie und dann The Final anfange, ich habe ja schon angefangen und dann ist er halt so friedlich und dies, das und klar muss er kämpfen, wenn er gezogen wird, ne, aber ansonsten, und da bin ich mal gespannt, wenn ich mit dem The Final fertig bin, ob dann da irgendwie auch so ein Anknüpfding ist zu The Beginning. Das wäre so richtig cool, weil alle sagen, also ich habe ja auch Rezensionen gelesen dazu
Dadurch weiß ich das eigentlich auch, dass halt The Final der erste Teil ist und The Beginning der zweite. Also das Ende zuerst und dann der Anfang. Ist halt auch schon sehr witzig und da bin ich einfach wirklich gespannt, ob sich dann wirklich da auch so der Kreis halt schließt, dass es im Grunde egal ist, wie man das guckt, weil da haben sich Leute in der Hinsicht auch ein bisschen beschwert, wo sie gesagt haben, ja, The Final, also der erste Teil, gibt halt einfach schon so diese Schlüsselelemente von dem zweiten Teil halt her, ne? Also durch Erinnerungen und solche Dinge. Und aber dann die auch geschrieben haben, also die haben halt erwartet, dass es halt einfach scheiße wird, wenn man eigentlich halt schon weiß, was abgeht. Aber dann haben sie dann den zweiten Teil geguckt und das war halt einfach ultra geil. Und deshalb sage ich auch, ich habe jetzt zwar diese Filmvorstellung gemacht, ich habe euch wirklich im Detail versucht zu erklären, was alles abging, aber wenn man es dann selbst sieht und die Emotionen und all das mitbekommt, ist es nochmal viel geiler, als wenn ich es jetzt einfach so erzähle und halt, ne, ich kann jetzt ja nicht hier so reden wie die halt, ne, wisst ihr, was ich meine? Deshalb will ich euch wirklich, schaut euch den Film an. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den schon gesehen habt. Wenn ihr euch ihn angeschaut habt, kommt zurück und schreibt in die Kommentare, wie ihr den gefunden habt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich fand den wirklich nice. Und als ich jetzt mit der Recherche auch noch rausgefunden habe, dass es wirklich eventuell was mit, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber cool wäre es schon, wenn es wirklich etwas mit der wirklichen japanischen Geschichte zu tun hätte, wo man ja auch irgendwo, sage ich jetzt mal, im normalen Deutsch-Geschichtsunterricht nichts mitbekommt. Finde ich schon cool, das dann auch irgendwie durch so coole Filme dann so mitzubekommen. Ist richtig nice. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du warst bis zum Ende dabei. Ja, ich werde dir hier oben in der Infobox mein letztes Video verlinken. Hat mit dem da halt gar nichts zu tun. Ne? Muss ich immer dazu sagen, wenn nicht, dass Leute denken, es hat irgendwas miteinander zu tun. Nee, hat es nicht. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei. Wenn nicht, ist auch okay. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns diese Woche. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.